Also du kannst gerne was dazu sagen. Also was genau soll man gucken? Ja, er kann leider nicht reden. Sie wissen ja, Ah, okay, fällt ja, erfüllen dann. die Behindertenquote und er kann leider nicht reden. Wie Haben, ist das bei haben Sie denn Ihnen, jemanden, AfD, der. mit der Behindertenquote? Also wir haben da kein Problem. Also können Sie Ja. irgendwie konkret benennen, wo wir ein Problem mit Behinderten haben? Nee, ich frage Sie ja nur. Haben Sie da ein Beispiel für mich? Nee, ich fragte einfach nur. Ist mir jetzt auch keins bekannt. Ich weiß, dass Sie Rassisten sind und Ausländerfeinde, Können Sie. dass Sie sich selber abschieben wollen. Hey Leute, willkommen in der Realität. Ein AfD-Stadtratskandidat stellt sich den Fragen von die Partei und plötzlich zeigt sich, wer hier wirklich extrem ist. Diese Frau will gebildet wirken, wirft aber nur Parolen um sich und merkt nicht mal, wie fremdenfeindlich sie dabei rüberkommt. Schaut euch das an, ungeschnitten, direkt und ehrlich. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und verpasst keine Klartextmomente mehr. Auf geht's! Ja, willkommen zu folgendem Video. An der Stelle möchte ich erwähnen, wie man hier sieht, dass die Person von die Partei mir einfach ins Bild gelaufen ist und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also du kannst gerne was dazu sagen. Also was genau soll man gucken? Inhaltlich? Irgendwas? Soll ich gleich nochmal kommen, wenn mehr Leute da. Oder hier, wir können auch mit dem Stadtratmitglied direkt diskutieren. Also, Ja, das sind die ganz Mutigen hier mit den Aufklebern, ne? Den FDJ-Krawatten, ja. ich hätte auch einen Aufkleber für Sie dabei, wenn Sie wollen. Also wir können gerne tauschen. Ich muss erbrechen, kommentiert hier gerade einer. Schreibt hier gerade einer live im Chat, ich muss erbrechen. Ich glaube, der meinte Sie damit. Wollen Sie da was drauf sagen? Oder? Nee, ich rede gerade mit ihm. Oder sind Sie sein muslimischer Vormund oder sowas? Oder warum antworten er, Sie, es jetzt für er, Sie, es? Weil Sie Hier. ein Kopftuch um den Hals tragen? Nee, es geht ja. Nee, dann muss er das Kopftuch tragen, oder? Also ich habe ja gerade mit ihm geredet und Sie sind dazwischen Ach so, wir gegangen. gendern, ja. Und da wäre meine Frage, ob Sie jetzt der Vormund hier sind. Ja, er kann leider nicht reden. Sie wissen ja, Ah, fällt okay, ja, dann. erfüllen die Behindertenquote und er kann leider nicht reden. Haben Wie Sie- ist das bei haben Sie denn Ihnen, jemanden, AfD, der- mit der Behindertenquote? Also wir haben da kein Problem. Also können Sie irgendwie konkret benennen, wo wir ein Problem mit Behinderten Nee, haben? ich frage Sie ja nur. Also ich frage habe Sie kein nur. Problem. Also ich kenne niemanden bei der AfD, der sich jemals behindertenfeindlich geäußert hat. Ja. Haben Sie da ein Beispiel für mich? Nee, ich fragte einfach nur. Ist mir jetzt auch keins bekannt. Ich weiß, dass Sie Rassisten sind und Ausländerfeinde, Können Sie? dass Sie sich selber abschieben wollen. Aber das ist ja schon ganz rassistisch von Ihnen. Warum bin ich denn für Sie ein Ausländer und kein Deutscher? Warum bin ich für Sie eine Deutsche und keine Habe ich ja nie. Nee. Was ist das denn jetzt für eine Argumentation? Also, Sie trollen ja augenscheinlich rum. Sie haben mir gerade unterstellt, dass ich mich selber abschieben will, was keinen Sinn macht. Sie haben argumentativ hier, ich bin locker 10, 15 Jahre jünger als Sie und Sie können mir argumentativ nichts entgegensetzen und machen noch rassistische Bemerkungen über meine Optik. Also was soll ich denn das? Ich mache da auch nicht Bemerkungen über Ihre Kurzhaarfrisur oder über Ihre Oberweitengröße oder sowas. Was ist denn da los? Also was ist das denn für eine rassistische Äußerung hier? Bin ich für Sie kein Deutscher oder was? Weiß ich nicht. Vielleicht passt Wa- Deutscher. Also muss man blond und blauäugig Ihrer Meinung nach sein, um ein Deutscher zu sein? Aber oder? ich glaube, nach Meinung von denen hier ist das schon Nach ziemlich- Ihrer Meinung habe ich Sie gerade gefragt. Sie Meiner drängen sich Meinung doch jetzt hier darf man auf. ein Mensch sein, egal welche Nein, aber Nationalität. also muss man jetzt als Deutscher blond und blauäugig für Sie sein oder Weiß nicht, nicht? das ist ja Ihre Ja, Glaubens... antworten Sie doch. Ich habe Ihnen doch gerade eine Ja- oder Nein-Frage gestellt. Für mich muss man nicht mal Deutscher sein. Okay, ja, dann sind wir ja einer Meinung. Also dann haben wir ja schon mal zumindest. Ja? Also für Sie muss man kein Deutscher sein, um was zu sein? Um ein Mensch zu sein mit Menschenrechten. Ja, okay, da sind wir. Also Ja. ich bin auch erstmal dafür, dass jeder Man Mensch. muss auch kein Deutscher sein, um in Deutschland leben zu dürfen. Wie stehen Sie denn dazu? Da können wir gerne drüber reden. Also hat für Sie jeder erstmal das Recht, egal was der oder diejenige macht, sagen wir mal, jemand kommt aus Afghanistan, befürwortet die Taliban. Jetzt zum Beispiel in Wien gab es einen islamistischen Sittenwächter, der hat seine Freundin vergewaltigt und mit heißem Wasser verbrüht. Würden Sie sagen, so jemand darf dann weiter in Deutschland leben? Oder? Glauben Sie, die deutsche Messerstecherin darf weiter in Deutschland leben?
Kommt drauf an, also ich weiß es nicht tatsächlich. Also das kann ich. Also Hamburg wählt ja links-grün, ne? Das kann ich nicht entscheiden. Da wachsen die weiblichen Messerstecher dann auf. Ah ja. Nein, Haben Sie nein. da auch schon mal eine Anfrage nach den Vornamen gemacht? Ja, tatsächlich. Haben Sie mal die Vornamen der deutschen Gruppenvergewaltiger gesehen? Da war 12-mal Mohammed dabei zum Beispiel. Ja, ich habe aber auch gesehen, dass die meisten Straftaten immer noch von Deutschen sind. Stimmt nicht. Also es gibt eine Kriminalstatistik, es gibt eine Eingangsbuch überhaupt nichts darüber aussagt, wie dann die Fälle ausgehen. Es gibt eine polizeiliche Kriminalstatistik, da sind mehr syrische Tatverdächtige als Frauen als deutsche Männer drin. Ganz aktuell, da kann ich Ihnen noch gerne was zu mitgeben, wenn Sie wollen. Also da gibt es eine Kriminalstatistik, da sind deutsche Männer wesentlich weniger kriminell als syrische Frauen oder irakische Frauen. Da haben Sie ja die Nadel im Heuhaufen. Ja, ja, und was sagen Sie denn dazu? Was für Also ein Sieg für Sie. Was für ein Sieg für Ja, die AfD. genau. Für die gesamte Ja. Kommunikation. Da würden Sie jetzt gerne noch das H-Wort dranhängen, wahrscheinlich, so wie hier Sie auftreten, oder? Das H-Wort. Das können Sie dann interpretieren, wie Sie wollen. Also wenn Sie hier solche, Ich glaub, für wenn Sie hier die solche Arten Parolen, wenn Sie hier mit solchen Parolen anfangen, dann kann ich gerne auf Ihr Niveau herabrutschen. Ist gerade live und ungeschnitten. Von der Partei, fick die AfD. Ja, die schreiben hier gerade Gegenfragen und Strohmänner und dabei grinsen, hat hier einer geschrieben. Können Sie Strohmann-Argumente erklären? Nee, kann ich Können nicht Sie nicht erklären. Können Können Sie Planwirtschaft erklären? Muss ich nicht. Was machen Sie denn in der Partei? Also was für ein Mandat haben Sie denn da? Also sind Sie irgendwie politische Sprecherin oder irgendwas? Ich Oder? arbeite für die Partei. Ich mache diesen wunderschönen Stand, neben diesem ziemlich stinkigen Stand. Und Bürger kommen zu uns, freuen sich und diskutieren mit uns über Aber bei Politik. uns stehen ja jetzt mehr als bei Ihnen. Ne? Bei Ihnen stehen ja jetzt nur Sie und Ihr Kollege und bei uns stehen jetzt ja, mindestens 5 Leute und wir sind auch ein bisschen bunter als Sie. Also da ist auf jeden Fall ein Pole dabei, ein Spanier, ich mit türkischem, also Sie sind ja jetzt schon sehr biodeutsch aufgestellt hier, ne, bei der Siehste, Partei. Und da sind wir ja wieder dabei, dass Sie mutmaßen, dass ich Deutsche bin. Ich habe überhaupt keinen deutschen Pass. Na okay. Ach, Sie haben keinen deutschen Pass? Ich habe nicht mal einen deutschen Pass. Ich bin 100% Ausländerin. Fickt euch! Können wir das Gespräch... Also so wollen Sie wir noch jetzt, ein ja, bisschen- also Ja, Ihre abschließenden Worte sind, Sie sind 100% Ausländerin und fickt euch. Das sind jetzt das ist jetzt Ihre Argumentation. Lassen Sie mich bitte aus. Das ist jetzt die Argumentationsgrundlage der Partei. Alles klar. Da weiß man auch direkt. Ja, echt. Also da weiß man. Ja, in dem Alter ist es wirklich peinlich, ja. Wenn man keine eigenen Themen hat, stellt man sich halt vor die Kamera der AfD und hofft auf Aufmerksamkeit. Genau das macht die Partei hier. Statt mit eigenen Argumenten zu kommen, wird einfach provoziert. Und diese Dame da vorne, oh Mann, da fehlt eigentlich nur noch ein Schild. Ich habe alles auswendig gelernt. Sie will klug wirken, aber was da rauskommt, ist nichts als hohles Gebrabbel und linke Floskeln. Und das Beste, sie merkt nicht mal, wie fremdenfeindlich sie dabei selbst rüberkommt. Ganz ehrlich, wenn man so auftreten muss, um Politik zu machen, dann regnet's hoffentlich bald Gehirn. Das Video zeigt glasklar, worum es bei solchen Kleinstparteien wie die Partei geht. Aufmerksamkeit um jeden Preis. Kein Rückhalt im Volk, keine echten Inhalte, also stellt man sich einfach dreist vor die Kamera und provoziert. Aber damit erreicht man keine Menschen, damit macht man sich nur zum Hampelmann der Altparteien. Und genau da wollen sie ja hin, an die Tröge der Macht, sich irgendwo anbiedern, irgendwie relevant wirken. Aber ein Blick aufs BSW reicht, auch die haben sich dem Altparteienklüngel angedient. Und die Quittung kam schneller als gedacht. Wenn du der Meinung bist, dass echte Opposition wichtig ist, dass wir Klartext brauchen und nicht noch mehr Blender, dann like das Video, abonnier den Kanal und sag mir in den Kommentaren, wie du die Szene fandest. Wenn du willst, dass dieser Kanal weiter wächst, unterstütze mich gern. Der PayPal-Link ist in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und dann wieder mit Klartext.